Willkommen bei Dynamp Calisthenics. Mein Name ist Achim und ich bin professioneller Calisthenics-Athlet. Ich möchte heute mit euch über die häufigsten Ursachen reden, die dafür sorgen könnten, dass ihr keine Fortschritte macht. Das Video heute wird sich nicht nur auf das Calisthenics-Training beziehen, sondern alles, was ich hier sage, gilt eigentlich für fast alle Sportarten. Ich sehe oft Leute in den verschiedensten Bereichen des Sports, die zwar trainieren, aber trotzdem nicht vorankommen. Egal ob beim leistungssteigerungsorientierten Training, beim hobbymäßigen Fitnesstraining oder beim Training für Muskelaufbau oder Fettabbau, kann man dieses Problem häufig bemerken. Um das ganze Thema ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, möchte ich euch heute die meiner Meinung nach 3 häufigsten Fehler zeigen, an denen das liegen könnte. Ich habe die meisten dieser Fehler selbst machen müssen, um daraus zu lernen, und vielleicht könnt ihr euch das ja ersparen, wenn ihr jetzt dieses Video anschaut. Auch wenn ihr vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt im Training gute Fortschritte macht, könnte dieses Video für euch interessant sein, weil oft ist es so, dass es mal gut geht, aber dann auch wieder schlechter geht. Schaut euch das Video deshalb bis zum Schluss an. Alle diese 3 Gründe oder Fehler sind ziemlich allgemein und beziehen sich eigentlich auf jeden Bereich des Trainings, egal auf welches Ziel ihr jetzt eigentlich hintrainiert. Mir geht es ja in dem Video jetzt nicht darum, dass ich jeden einzelnen klitzekleinen Fehler haargenau aufdecke, und ich weiß auch gar nicht, wer das Video schaut und was für Fehler ihr vielleicht macht oder auch eben nicht. Und mir geht es wirklich darum, grundlegende Fehler aufzudecken, auf die man vielleicht gar nicht drauf gekommen ist, obwohl sie eigentlich ganz logisch sind. Jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik befasst hat, weiß, dass unser Körper höchst effizient arbeitet. Und das ist auch gut so. Ansonsten würde uns nämlich die Energie irgendwo anders fehlen, wenn der Körper sie in etwas stecken würde, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Das Problem beim Training ist jetzt hier aber, dass der Körper auch nicht leistungsfähiger, stärker, fettfreier oder was auch immer werden will, wenn er auch nicht wirklich den richtigen Reiz dafür bekommt. Der Reiz, der dazu jetzt nötig ist, wird mit der Zeit immer höher. Schließlich wird euer eigenes Level auch immer höher, wenn ihr fortschrittsorientiert trainiert. Wenn ihr euer jetziges Level einfach nur halten wollt, dann könnte es sein, dass das gar kein so großes Thema für euch ist. Auch dann wäre zwar Variation immer gut, aber vor allem ist das ein Thema, wenn man sich wirklich über längere Zeit hinweg steigern will. Ein unterschwelliger Reiz kann heißen, dass man einfach nicht genug trainiert, nicht hart genug trainiert oder vielleicht auch nicht sinnvoll genug trainiert. Manche setzen sogar schon ganz am Anfang unterschwellige Reize, aber die meisten von euch kennen wahrscheinlich Folgendes. Wenn man frisch angefangen hat zu trainieren, dann geht es meistens nicht so schlecht voran, vor allem wenn man richtig bei der Sache ist. Irgendwann flacht das dann oft aber ab. Das liegt daran, dass sich der Körper immer nur an die Herausforderungen anpasst, die ihm auch gestellt werden. Wenn ihr jetzt also gerade erst angefangen habt, Sport zu treiben, dann ist das für den Körper etwas Neues und er muss sich daran anpassen. Demzufolge werdet ihr auch besser werden oder eure Körperkonstellation wird sich verändern. Wenn man jetzt also immer Fortschritt machen will, sollte es das Ziel sein, den Körper durch die vergangenen Trainings auf ein höheres Level zu bringen, von dem aus man dann wiederum auf ein noch höheres Level kommen kann. Und das Ganze dann einfach wiederholt. Ein bisschen mehr von den Strukturen, die jetzt bei einem Training zerstört werden, also Muskeln, Sehnen, Bänder und so weiter, baut der Körper nach einem Training schon auf. Ansonsten wäre es ja unmöglich, sich überhaupt zu steigern oder zum Beispiel Muskelmasse zuzulegen. Für diesen Aufbau braucht der Körper aber natürlich auch Ruhe und Zeit nach einer Einheit. Wenn der Körper jetzt aber vielleicht nach den vergangenen Trainings vorgesorgt bzw. zugelegt hat und das dann aber nicht verwendet wird, wird es wieder abbauen und ihr werdet im Endeffekt wieder bei Null landen. Passt dabei aber bitte auf, dass das nicht heißt, dass man sich wirklich von Mal zu Mal steigern muss. Dabei spielt nämlich die Tagesverfassung einen viel zu großen Faktor, der variieren kann, und nur weil ihr einmal an einem Tag schwach seid, muss es noch lange nicht heißen, dass ihr jetzt generell abgebaut habt. Deshalb müsst ihr euch immer eure Durchschnittsleistung über einen längeren Zeitraum hinweg ansehen. Schlechte Tage und Phasen gibt es nämlich immer und sie hören genauso zum Trainingsprozess dazu. Anfangen sich Gedanken zu machen, ob vielleicht doch irgendwas nicht stimmt, kann man sich aber dann, wenn diese Phase tatsächlich für eine längere Zeit lang anhält. Auf ein neues Level kommt man deswegen auf längere Zeit gesehen und nicht von Mal zu Mal. Wenn ihr jetzt aber bei jedem Training die gleichen Wiederholungszahlen, Widerstände oder Belastungszeiten wählt, wird der Körper irgendwann sagen, ich habe mich doch schon an dieses Training angepasst. Wieso sollte ich jetzt noch besser werden? Und genau dann passiert Stillstand. Was ihr jetzt dagegen machen könnt, sind ganz einfach Variationen und Steigerungsversuche auf allen Ebenen. Einige Beispiele dafür sind folgende. Ihr könnt versuchen, die Wiederholungsanzahl, die Auswahl der Übungen selbst, die Ausführung der Übungen, Übungsgeschwindigkeit, den Widerstand, die Dauer des Trainings selbst oder die Satzanzahl bzw. die Belastungsdauer zu erhöhen oder zu variieren, beziehungsweise vielleicht eines davon zu erhöhen und das andere davon zu erniedrigen oder wie auch immer. Ich glaube, ihr merkt schon, dass es hier also unendlich viele Möglichkeiten gibt, dem Körper einen neuen Reiz zu geben, den er noch nicht gewohnt ist. Was ihr davon jetzt macht, hängt nur davon ab, was ihr überhaupt erreichen wollt. Jemand, der es jetzt zum Beispiel zum hauptsächlichen Ziel hat, seine Wiederholungsanzahl bei den Liegestützen zu steigern, sollte dementsprechend auch an seiner Wiederholungsanzahl bzw. allgemein an seiner Kraftausdauer arbeiten, anstatt es zum Beispiel anzufangen, Handstand-Push-Ups zu trainieren. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Wenn ihr jetzt also Muskeln aufbauen wollt,
müsst ihr dem Körper die entsprechenden Reize setzen, die ihm signalisieren, dass er noch mehr Muskeln braucht. Wenn ihr Fett verlieren wollt, müsst ihr dem Körper signalisieren, dass er das Fett loswerden sollte und so weiter und so fort. Das gleiche Prinzip gilt sozusagen für alle Bereiche des Trainings. Ein anderer Faktor, der jetzt neben all diesen Variationsmöglichkeiten eine große Rolle spielt, ist die Härte eures Trainings. Sie ist oft ausschlaggebend dafür, ob ihr es schafft, euren Körper über sein jetziges Limit hinauszubringen und ob ihr es schafft, ihm zu signalisieren, dass er einerseits die neuromuskuläre Ansteuerung, aber auch die Sehnen, Muskeln, Bänder und andere Strukturen zu verstärken, um somit besser zu werden. Die Härte eures Trainings kann im Endeffekt auch einen großen Teil dazu beitragen, ob ihr euch jetzt endlich über längere Zeit hinweg steigern werdet oder nicht. Einen Fehler, den ich hier relativ häufig sehe, ist jetzt, dass manche Leute niemals auch nur annähernd an ihre Grenzen gehen. Ich sehe zum Beispiel manchmal Leute, die ausschließlich bei jedem Satz mittendrin einfach aufhören, obwohl der Körper noch locker viele Wiederholungen schaffen würde. Das gilt für Kraftübungen genauso wie für Ausdauer- oder Kraftausdauerbelastungen. Der Ursprung dieses Fehlers ist die mentale Herangehensweise und um irgendwann mal über sein Limit zu kommen, muss man manchmal einfach etwas versuchen, das man vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht kann. Viele setzen sich jetzt aber eine fixe Wiederholungsanzahl oder Belastungsdauer in den Kopf und wenn sie diese erreicht haben, denken sie gar nicht daran, vielleicht mehr zu machen, auch wenn es jetzt noch gehen würde. Bei Kraftübungen solltet ihr euch deshalb wirklich auf die Bewegung konzentrieren, um somit euren Muskel bestmöglich ansteuern zu können und am meisten herauszuholen. Das Ansteuern selbst ist ebenfalls ein Prozess, den ihr von Zeit zu Zeit besser beherrschen werdet. Der Körper wird nämlich nicht nur dadurch stärker, dass er seine Strukturen anpasst, sondern auch dadurch, dass er effizientere Bewegungswege lernt. Das passiert wiederum, wenn ihr eine Bewegung häufig wiederholt oder dabei an euer Limit geht. Gerade bei den anstrengendsten letzten Wiederholungen müsst ihr euch nämlich besonders darauf konzentrieren, effizient zu arbeiten, um diese noch schaffen zu können. Und genau dabei lernt der Körper das oft am besten. Hier seht ihr mich zum Beispiel bei Dips mit 50 Kilo. Ich habe hier nicht aufgehört, den Muskel anzusteuern, bis er nicht wirklich ausgesetzt hat. Ich habe im Sommer einfach ein Plateau bei den Weighted Dips gehabt und habe es durch solche Trainings aber geschafft, darüber hinauszukommen. Zusätzlich habe ich auch noch mit Gewichten und Griffbreiten variiert. Natürlich sollte man auch darauf achten, sauber zu arbeiten und die richtigen Übungen zu wählen, aber trotz allem sind es manchmal solche Reize, die man einfach braucht, um über sein jetziges Limit hinauszukommen. Bei Ausdauer- bzw. Kraftausdauerbelastungen geht natürlich genau das gleiche wie für die Kraftübungen. Nur dass es hierbei mehr um die langzeitige Ansteuerung bzw. das Durchhaltevermögen im Allgemeinen geht. Das ist aber genauso eine mentale Sache, die ihr selbst beeinflussen könnt, indem ihr einfach nicht zu früh aufhört. Zusammengefasst kann man zu diesem ersten Punkt also sagen, dass man von Zeit zu Zeit versuchen sollte, über seine alten Limits hinauszukommen und hart, aber auch gescheit trainieren sollte. Dazu gehört eben einerseits, dass man öfters an seine Limits geht, aber genauso, dass man variiert, um dem Körper neue Reize bieten zu können, an die er sich anpassen muss. Der Körper passt sich eben immer nur an das an, was ihm auch vorgeworfen wird, und wenn er die Reize über längere Zeiträume hinweg langsam erhöht, könnte er es auch schaffen, so durchgehend und über längere Zeit hinweg Fortschritte zu machen. Was ihr beachten müsst, ist, dass die ganze Sache mit dem harten Trainieren und ans Limit gehen natürlich auch nach hinten losgehen kann. Es bringt nämlich natürlich nichts, wenn man mega hart trainiert, aber dafür die Regenerationszeit, die Übungsausführung oder das Training selbst falsch gestaltet. Dazu werde ich nachher noch einiges sagen. Bleibt deshalb bitte dran, ansonsten habt ihr jetzt nämlich eine falsche Botschaft mitbekommen. Kraftsteigerung ist wie vorher schon erwähnt eben auch sehr wohl eine neuromuskuläre Sache und sie kann auch stattfinden, ohne dass man den Körper immer an ein extremes Limit bringt. Es kann also in manchen Fällen zum Beispiel schon besser sein, 5 Sätze zu machen, von denen vielleicht kein einziger bis zum Versagen war, als einen einzigen Satz zu machen, nachdem aber nichts mehr geht. So kann er nämlich das erforderliche Bewegungsmuster öfters durchlaufen. Effizientes Training muss also nicht immer bedeuten, an jedem Tag bei jeder einzelnen Übung ans komplette Limit zu gehen. Allerdings wird trotzdem irgendwann die Zeit kommen, zu der hartes Training nötig ist, wenn ihr auf Dauer guten Fortschritt machen wollt. Viele sagen jetzt vielleicht, das ist aber so anstrengend und ich schaffe es gar nicht, mich immer so hart zu pushen. Dazu kann ich nur sagen, es gibt wohl kaum etwas Sinnloseres, als wenn man schon die Zeit seines Tages opfert, um trainieren zu gehen und dann aber diese Zeit dadurch zugrunde gehen lasst, indem man sie nicht hart genug oder intensiv genug nutzt. Nach eurem Training werdet ihr sowieso wieder in euren Alltag eintauchen und ich kann euch garantieren, dass es sich viel, viel besser anfühlt, das zu machen, wenn man behaupten kann, dass man gerade alles gegeben hat, anstatt sich vorwerfen zu müssen, dass man gerade eigentlich noch viel mehr raus hätte holen können. Ihr geht doch schließlich auch trainieren, weil ihr in irgendeiner Hinsicht besser werden wollt. Denkt daran also, wenn ihr vielleicht mal überlegt, aufzugeben. Dass ihr das Ganze dann auch tatsächlich umsetzt und ausprobiert, kann ich euch nicht abnehmen. Im Endeffekt liegt es an euch, ob ihr das jetzt durchzieht oder nicht. Also probiert es am besten einfach aus. Ein Riesenfehler, der eigentlich mit verhältnismäßig am geringsten Aufwand beseitigbar wäre,
ist es, dass sich viele einfach gar nicht darüber informieren, was denn eigentlich sinnvoll ist oder beim Training einfach gar nicht den Kopf einschalten. Oft werden so einfach Reize gesetzt, die einen gar nicht dorthin bringen, wo man überhaupt hinkommen will. Entweder dadurch, dass man so wie vorher beschrieben einfach unterschwellige Reize setzt, oder einfach dadurch, dass man Reize setzt, die nicht zielführend sind oder einfach nicht spezifisch genug sind. Wie vorher erwähnt, kann man zum Beispiel schon sehr hart trainieren, aber vielleicht trotzdem in die Gegenrichtung arbeiten. Das kann passieren, wenn eure Struktur aufgrund von einseitigem Training oder Überbelastungen schädigt oder ihnen einfach nicht genug Zeit gibt zu regenerieren. Das führt dann wiederum oft zu Verspannungen oder Verletzungen, wegen denen ihr dann nicht trainieren könnt und so im Endeffekt auch langsamere Fortschritte macht. In den meisten Fällen werdet ihr sowieso merken, ob ihr euren Körper überlastet habt, indem ihr einfach Schmerzen oder einen extremen Leistungsabfall bemerken könnt. Hört also einfach auf euren Körper und gebt ihm die Entlastung, wenn er sie wirklich braucht. Entlastung muss nicht immer unbedingt heißen, dass man gar nicht trainieren kann. Es kann auch heißen, zum Beispiel statt Maximalkrafttraining mehr Ausdauertraining zu machen, um somit seine Strukturen selbst zu entlasten. Ich glaube zwar, dass die große Mehrheit eher dazu tendiert, zu wenig zu machen und nicht zu viel, aber trotzdem gehört das natürlich auch gesagt. Was auch oft passiert, ist, dass man gar nicht spezifisch genug auf ein Ziel hintrainiert. Ganz einfach, weil man sich nicht im Klaren darüber ist, was dann überhaupt zielführend ist. Hierzu wieder ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel einen Frontlever lernen möchte und schon Frontlever Races beherrsche, dann ist es deutlich effizienter, Frontlever Races zu probieren, bei denen man in der obersten Position stehen bleibt, anstatt vielleicht 10 extra Übungen für die einzelnen Muskeln, die jetzt aber beim Frontlever benötigt, zu machen, aber dadurch gar nicht die intramuskuläre Koordination, die ihr benötigt, zu trainieren. Genau wie man so etwas wissen sollte, wenn man dann Frontlever lernen will, sollte man natürlich auch wissen, was zielführend ist, wenn man Muskeln aufbauen will oder was zielführend ist, wenn man Fett verlieren will oder wie auch immer. Solche und viele andere wichtige Informationen rund um das Thema Sport kann ich eben manchmal nur dann wissen, wenn ich mich darüber gezielt informiert habe. Ziel dieses Videos ist jetzt natürlich auch nicht, auf jede Einzelheit einzugehen. Ich werde zum Beispiel nicht genau darauf eingehen, was man machen muss, um bestmöglich Muskeln aufzubauen, und teilweise weiß ich das auch ehrlich gesagt gar nicht, aber ich weiß, dass es die Informationen gibt und dass man sie sich holen kann, wenn man sich wirklich mit einem Thema genau beschäftigen will. Es ist meistens wesentlich effizienter, sich über bestimmte Themen, über das Internet, über Bücher oder einfach über erfahrene Personen zu informieren, als dass man die Fehler selbst machen muss, bis man sie lernt. Viel zu viele Leute fangen zum Beispiel einfach an, in einem Fitnesscenter zu trainieren und nehmen einfach den erstbesten Trainingsplan, den sie finden können, her und machen den monatelang, ohne überhaupt zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist. Man muss zwar natürlich irgendwo anfangen und Fehler sind am Anfang kaum vermeidbar, aber ein Basiswissen kann man sich heutzutage wirklich relativ schnell aneignen. Wir denken uns zwar vielleicht, wir verlieren dadurch Zeit, die wir eigentlich trainieren hätten können, aber im Verhältnis zu dem Mehrwert, den wir daraus ziehen können, ist es eigentlich meistens lächerlich. Sich zum Beispiel dazu zu entscheiden, 3-mal die Woche 1,5 Stunden trainieren zu gehen, aber nicht einfach mal 1 Stunde zu nehmen, um sich darüber zu informieren, was man in dieser Zeit überhaupt macht, steht in überhaupt keiner Relation zueinander. Es gibt sehr viele gute Informationsquellen zu den verschiedensten Themen, also nutzt sie auch, das kann euch einiges ersparen. Der letzte Grund, der dafür sorgen kann, dass ihr vielleicht keine Fortschritte macht, betrifft vor allem Leute, die Fett abbauen wollen. Und zwar ist das der Kalorienüberschuss bzw. das Kaloriendefizit und die Ernährung im Allgemeinen. Alle Veränderungen eures Gewichts oder auch der Körperkonstellation, sei es jetzt Muskelaufbau oder Fettabbau, hängen natürlich mit dem unter Anführungszeichen Material zusammen, das ihr eurem Körper gebt, um sich daraus aufzubauen. Dazu kommt natürlich auch noch die Frage, wie viel ihr verbrennt. Zum Bewegungsapparat des Körpers gehören neben den Muskeln natürlich auch noch Knochen, Sehnen, Bänder und so weiter, und auch die werden natürlich durch das, was ihr esst, beeinflusst. Viele Leute ernähren sich einfach so, dass sie es ihrem Körper gar nicht ermöglichen, ihre spezifischen Ziele zu erreichen. Obwohl sie vielleicht sogar richtig und hart trainieren würden. Grob kann man sagen, dass sich aus den Kalorien, die ihr zu euch nehmt, und den Kalorien, die ihr verbrennt, eine ganz einfache Rechnung ergibt, aus der man ableiten kann, ob ihr zunehmen oder abnehmen müsstet. Dabei ist es jetzt aber vor allem beim Fettabbau leider so, dass sich Mengen, die für uns vielleicht gar nicht so ausschlaggebend ausschauen, tatsächlich den entscheidenden Unterschied machen könnten. Das möchte ich euch am besten anhand eines Beispiels erklären. Nehmen wir jetzt mal einfach eine Durchschnittsperson her, die sagen wir 70 Kilo wiegt und 1,75 Meter groß ist. Wenn diese Person jetzt eine halbe Stunde lang mit mäßigem Tempo, sagen wir 10 km/h läuft, dann verbrennt sie dabei ca. 300 bis 350 Kalorien. Das gleiche kann man zum Beispiel auch ungefähr auf ein mittelintensives Kraftausdauertraining mit Calisthenics Basisübungen rechnen. Je nachdem, welchen Angaben oder Studien man jetzt folgt. Diese halbe Stunde kann ganz schön anstrengend sein und euch ordentlich ins Schwitzen bringen. Und ihr denkt vielleicht, ihr habt es mal für eine Weile ausgesorgt. Wenn ihr jetzt aber vielleicht einen Schokoriegel oder eine dicke Wurstsemmel nach dem Training esst, dann kann das gut sein, dass ihr damit schon wieder einmal 400 bis 500 Kalorien zu euch genommen habt. Obwohl ihr euch jetzt vielleicht denkt, das war gerade gar nichts im Vergleich zu der Anstrengung, die ihr gerade hattet, habt ihr so in Summe trotzdem mehr gegessen, als ihr verbrannt habt. Somit werdet ihr dann eigentlich sogar zunehmen.
Der eine nimmt zwar leichter zu als der andere, aber im Grunde kann man diese Rechnung auf jeden grob anwenden. Wenn derjenige mit 70 Kilo jetzt vielleicht einen Körperfettanteil von 20% hat, dann besitzt er also 14 Kilo Fett. Um seinen Körperfettanteil um auch nur 1% zu senken, müsste er also 700 Gramm Fett verbrennen. 1 Gramm Fett hat je nachdem wie man es rechnet, ca. 9 Kalorien. Somit müsste diese Person in Summe 6300 Kalorien, über welchen Zeitraum hinweg auch immer, im Defizit sein, um seinen Körperfettanteil um nur 1% zu verringern. Ganz abgesehen davon kann der Körper ja auch Muskelmasse selbst oder andere Substanzen als Fett abbauen, um die Energie zur Verfügung zu stellen. Also werden im Endeffekt sogar noch mehr als die 6300 Kalorien benötigt werden, nur um ein einziges Prozent Körperfett zu verlieren. Das ist nicht wenig. Natürlich sind das nur ungefähre Richtwerte und jeder ist dabei ein bisschen anders, aber ich glaube, er merkt schon, worauf ich hinaus will. Es kann also wirklich den entscheidenden Unterschied machen, ob ich jetzt über mehrere Wochen hinweg jeden Tag zum Beispiel 300 Kalorien im Minus oder 300 Kalorien im Plus bin. Und 300 Kalorien ist nicht viel, das kann schon ein kleiner Snack sein. Hier zählt also wirklich jeder kleine Schritt, weil man nur so im Summe zum gewünschten Ergebnis kommen wird. Versucht also auch bei der Ernährung alles rauszuholen, wenn ihr wirklich Fortschritt machen wollt. Schließlich wollt ihr ja nicht, dass euer Aufwand umsonst ist. Das gleiche, was ich gerade erklärt habe, gilt natürlich auch umgekehrt für den Muskelaufbau bzw. für den Aufbau von anderen Strukturen des Körpers. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, braucht euer Körper dafür also genügend Treibstoff. Die Rechnung ist hier aber aufgrund der Umwege, die der Körper machen muss, um Muskeln tatsächlich aufzubauen, nicht so einfach. Außerdem hängt das natürlich auch noch stark davon ab, wie sehr ihr eure Muskeln überhaupt gereizt habt. Wenn ihr eure Muskeln nämlich gar nicht gereizt habt, dann hat der Körper auch gar keinen Grund, die Muskeln weiterhin aufzubauen. Selbst wenn ihr genügend Proteine und alles andere dafür essen würdet. Wenn ich jetzt hier aufhören würde, dann würde ich euch eigentlich nur die halbe Wahrheit erzählen. Man kann zwar vor allem beim Fettabbau mit dieser einfachen Rechnung rechnen, allerdings ist das Ganze in echt natürlich noch viel komplexer. Einerseits kann man zum Beispiel gar nicht an einem Tag einfach 1 Kilo Muskeln aufbauen oder 1 Kilo Fett verlieren, selbst wenn man richtig trainieren würde und sich richtig ernähren würde. Ganz einfach, weil die ganzen Stoffwechselwege dann doch noch ein bisschen komplexer sind. Und andererseits spielen hier natürlich auch noch andere Faktoren eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, in welcher Form und wann und wie ihr die entsprechenden Nährstoffe und Kalorien zu euch nehmt. Auch darüber könnte man wahrscheinlich eine detaillierte Serie von Büchern schreiben, aber ich will darüber jetzt in diesem Video nicht genau darauf eingehen, weil es sonst einfach zu lang dauern wird. Über dieses Thema könnt ihr euch, wenn ihr wollt, natürlich zusätzlich informieren. Grob kann man dazu sagen, dass ihr schauen solltet, die Nährstoffe in hochwertiger Form zu euch zu nehmen. Natürlich braucht ihr Proteine, Kohlenhydrate und auch gute Fette, um euren Körper richtig aufbauen zu können. Je nachdem, was ihr jetzt erreichen wollt, braucht ihr das Ganze in einer anderen Konstellation. Was ihr dazu natürlich auch noch braucht, sind andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamine. Der nächste wichtige Faktor hier ist es, dem Körper die entsprechenden Reize zu geben, nicht Fett, sondern natürlich Muskeln aufzubauen, beziehungsweise nicht Muskeln, sondern Fett abzubauen. Schließlich wäre es blöd, wenn ihr zwar im extremen Kaloriendefizit seid, der Körper aber nur den Reiz hat, die Muskeln abzubauen und das Fett zu behalten. Ihr müsst also den Körper möglichst wissen lassen, dass er die Muskeln behalten sollte, beziehungsweise weiterhin aufbauen sollte, aber das Fett verlieren sollte. Das schafft ihr am besten, indem ihr immer Kraft- oder muskellastiges Training dazu nimmt. Auch wenn ihr jetzt extrem abnehmen wollt. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen Marathonläufer ansieht, seht ihr, dass der Körper zwar einerseits das ganze Fett vernichtet hat, allerdings auch die ganze Muskelmasse vernichtet hat, weil große Muskeln für extreme Ausdauerbelastungen einfach nicht nötig sind. Wie ihr vielleicht schon aus meinen anderen Videos wisst, bin ich deshalb auch ein großer Fan davon, Fett auf Kosten von extrem viel Muskelmasse zu verlieren. Schließlich braucht ihr die Muskeln auch, um einfach gesund sein zu können und zum Beispiel eine aufrechte und gesunde Haltung zu haben. Was natürlich noch viel schlimmer ist Abnehmen nur durch Hunger. Dabei verliert ihr nämlich meistens viel mehr Muskeln als Fett und läuft Gefahr, den berüchtigten Jojo-Effekt zum Opfer zu werden, weil er den Körper komplett aus der Balance bringt. Deshalb ist es hier eindeutig die nachhaltigere Lösung, seine Körperkonstellation und sein Körperfett dadurch zu beeinflussen, dass man über längere Zeit hinweg konstant, ausgewogen und gesund isst und dass man natürlich genügend Sport treibt. Das ist besser, als es zum Beispiel mit irgendwelchen Crash-Diäten zu versuchen. Die Summe aller einzelnen Mahlzeiten und aller einzelnen Sporteinheiten wird im Endeffekt den entscheidenden Unterschied machen. Ganz besonders, wenn es um den Fettabbau geht, aber auch, wenn es um die Kraftsteigerung bzw. um den Muskelaufbau geht. Seid euch dessen also bewusst und versucht jeder dieser Faktoren bestmöglich zu beeinflussen, um so schnell wie möglich an euer Ziel zu kommen. Eigentlich kann man so teilweise mit gar nicht allzu großem Aufwand relativ viel beeinflussen. Die gute Nachricht, die ihr spätestens jetzt wissen müsstet, ist es, dass wenn mal nichts vorangeht, zu 99% noch irgendwo einer oder mehrere Faktoren offen sind, aus denen ihr noch etwas herausholen könntet. Ihr müsst eben nur wissen, wie. Denkt deshalb immer problemlösungsorientiert und überlegt, was ihr verbessern oder verändern könntet, wenn ihr vielleicht mal ansteht. Auch ich selbst komme immer wieder auf Sachen drauf, die ich noch verbessern könnte, und langfristiger Stillstand
hängt eigentlich immer damit zusammen, dass man noch irgendwo einen Faktor nicht ausnutzt, den man ausnutzen könnte. Seht das Ganze also positiv, das heißt nämlich, dass ihr bestimmt nicht hoffnungslos verloren geht, wenn ihr vielleicht mal keinen Fortschritt seht. Seid selbstkritisch, informiert euch und strebt immer nach Verbesserung und versucht auch immer wieder über eure eigenen Limits hinauszukommen. Dann werdet ihr es schaffen, über längere Zeit hinweg weiterhin Fortschritte zu machen. Teilt das Video mit anderen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr der Meinung seid, dass es einer Person, die ihr kennt, helfen könnte. Abonniert außerdem meinen Kanal, wenn ihr mir dabei helfen wollt, mehr Personen mit meinen Videos zu erreichen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.